Er ist eine herausragende Persönlichkeit für den deutschen Sport. Herzlich willkommen aus dem ARAG Center Court, Tag 2 der Düsseldorf Masters. Ja, das war heute der erste Wettkampftag während der Corona-Krise. Gleich werden wir sehen, wer am Ende die Nase vorne hat und den ersten Masters-Sieg einheimsen kann. Ja, das war das erste Turnier des Düsseldorf Masters, mein erster Wettkampf wieder seit der Corona-Pause. Lief gut, ich habe das Turnier gewonnen, daher bin ich mit der Leistung recht happy. Das stimmt mich auch für die Zukunft positiv. Ich denke, es wird ein wahnsinnig toller Abend hier in Dillenburg. Damals Charleroi, unser Gegner, war natürlich die Mannschaft in Europa mit Samsonov, mit Seif, Smirnov. Also die hatten schon ein Team, das für mich eigentlich unschlagbar war. Ja, das wär's, der Underdog, TTV Gönnern. Es war ja ohnehin schon eine Riesensensation, dass sie in dieses Finale gekommen sind. Aber ja, wir sind da alle über uns hinausgewachsen. Ich meine, was uns damals in Slobodan Grujic gespielt hat, der zweimal im Finale in Samsonov geschlagen hat, 3-0. Das war schon enorm, ja. Und auch ein Timo, der sehr gut gespielt hat, und Jörg Grosskopf, der die ganze Mannschaft auch mit geführt hat als Führungsspieler. Und da was passiert! Riesenjubel beim TTV Göttern. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte holen sie den Champions League-Titel. Ich bin nur froh, dass ich es nach Hause gebracht habe. Alles war schwer. Ich weiß gar nicht, wie der letzte Ballwechsel abgelaufen ist. Hauptsache gewonnen und es ist wirklich unglaublich. Ich freue mich unglaublich für den Verein, dass wir endlich mal den großen Coup gelandet haben und es war mal Zeit und ich denke, wir haben es auch mal verdient gehabt. Von den Emotionen her so, ja, fast so mit das Beste, was ich erlebt habe. Timo Boll. Nutzt sofort die allererste Chance und da rennen sie auf ihn zu. Jörg Grosskopf, Slobodan Grujic, die Ersatzspieler. Tränen. Helmut Hampel und Rodelia Boll, die Frau von Timo. Einer, der Tischtennis lebt, wie kaum ein zweiter. Da muss man sich nicht wundern, dass sie hier wirklich alles getan haben in Gönnern, um diesen jungen Mann zu halten. Dieser Verein und seine Erfolge stehen und fallen natürlich in erster Linie mit Timo Boll. Tischtennis ist ja immer finanziell immer höher geworden, die ganze Geschichte. Dann hat man 2 Jahre versucht noch, das alles zu stopfen, die Löcher. Und irgendwann ist man an einen Punkt angelangt, wo man einfach die Löcher nicht mehr stopfen konnte. Und ja, dann hat man halt Timo gesagt, Timo, und auch ein Jörg Grosskopf damals, tut uns leid, also wir können es nicht mehr machen. Ja, war eigentlich zwangsläufig gewesen, dass Timo dann eine neue Herausforderung brauchte. Borussia Düsseldorf ja schon Jahre versucht hat, den Timo zu holen, ihm bestimmt auch jahrelang gute Angebote gemacht hat, aber er wollte so lange wie möglich an diesem System hier festhalten. Und irgendwann war dann die Zeit auch gekommen, um im Endeffekt auch den nächsten Schritt zu gehen. Und das passt im Endeffekt dann oder hat dann auch komplett reingepasst. Ja. Die ersten Begegnungen, ja, er hat ja früher noch in Gönnern gespielt, als ich dann hier bei Borussia angefangen habe. Und da haben wir uns sicherlich bei einem Bundesligaspiel mal, wo wir mit Düsseldorf gegen Gönnern gespielt haben, das erste Mal gesehen. Ja, und das war natürlich schon, damals war er schon der große Timo Boll und natürlich ein Riesenvorbild. Ja. Gerade im Doppel ist natürlich erstmal was Besonderes, mit ihm zu spielen, aber auch dann ist das natürlich eine recht, am Anfang war es eine sehr angenehme Situation, weil wir noch nicht so bekannt waren als Doppel auch.
und der Druck nicht besonders groß war. Und ich hatte dann natürlich einen absoluten Superstar neben mir stehen und wusste, der holt auch noch mal den einen oder anderen Ball. Dieses Bild ist mit Sicherheit, meine ich, von der EM 2007 oder so. Und das ist das Endspiel im Herrendoppel zwischen den großen Favoriten aus Deutschland, Timo Boll und Christian Süß in Rot, und der polnisch-kroatischen Kombination Lucian Blaszczyk und Tan Ruiwui. Wir haben ja einige Doppeltitel gewonnen auch, gar keine Frage, aber das war natürlich auch ein absolutes Highlight gewesen für mich. Aufschlag des Düsseldorfer, spielen ja nächste Saison zusammen in einer Mannschaft. Und der Vorhandflip von Timo Boll und der Fehler von Lucian Blaszczyk. Und es ist vollbracht. Gold Nummer 2 für Christian Süß, Gold Nummer 2 für Timo Boll. Habe ich auch von Timo gelernt. Also ich weiß noch, das erste Mal, als wir doppelt zusammengespielt haben, da war ich unglaublich nervös. War auch beim German Open, viele Zuschauer neben ja, so einem Riesenstar eigentlich in der Tischtennisszene. Ich war damals ja, relativ unbekannt und habe halt versucht, mich da so ein bisschen reinzufuchsen. Fantastic rally. Better end to the German players. Once again, match point, Timo Boll and Patrick Franziska. And now they've done it. Great rally to finish the game, finish the match, finish the tournament. Ja, aber er hat mir da echt geholfen. Wir haben das Turnier auch auf Anhieb gewonnen, also konnte dann die Nervosität auch ein bisschen abschütteln. Und es war am Anfang einfach ein bisschen surreal, dass man ja mit einem dann auch zusammenspielt, der eben, als man noch sehr, sehr klein war, schon in der Weltspitze war. Da oben hängen wir direkt, das war von Olympia, von Rio 2016, ja, wo wir die Bronzemedaille gewonnen haben. Und ist natürlich immer schön, wenn man hier ins Deutsche Tischtenniszentrum kommt und sieht einen da oben in die Kamera grinsen. Wir sind ja eine Sportart, wo man größtenteils alleine ist, alleine auch unterwegs ist. Aber wenn man dann eben im Doppel oder in der Mannschaft zusammenspielt, wenn man sich dann noch so gut versteht und dann irgendwie schon vorm Turnier sagt, hier, wenn wir hier weit kommen oder ein gutes Turnier spielen, dann gönnen wir uns danach auch was Schönes. Ja, es war so zu einer Zeit, wo die Chinesen ja ziemlich dominant waren. Irgendein schlauer Funktionär hat dann gesagt, ja, wir öffnen unsere Doppel und unsere Mixed. Ich habe mich mit Ma Long immer gut verstanden und er war, glaube ich, auch jemand, der für sowas auch offen ist und da auch trotzdem ja, sein Bestes gibt. Und ja, das war für mich auch wichtig zu spüren, ja, nicht, dass es nur ein PR-Gag ist, sondern dass der da auch irgendwo ein bisschen Bock drauf hat. Wir haben dann das erste Mal zusammen gespielt beim China Open. Now we see something for the spectators in Changchun. Ma Long even misses that. One more time. And this one missed from Dimitri Ovtcharov, and that is the conclusion of the match. Fun and entertaining to watch. 11-6, 3-1 the final score. Ma Long and Timo Boll win the China Open 2013. Und daraufhin haben wir gesagt, ja, versuchen wir es auch bei der WM. That's exactly what we saw, and that was a fantastic forehand topspin by Zhu Xin. And Zhu Xin Zhangjiga win the fourth and final game. Das ging leider immer in die Hose. Ja, irgendwie auch blöde Auslosungen bekommen. Jedes Mal einmal in der zweiten, einmal in der dritten Runde gegen die späteren Weltmeister, chinesisches Doppel. Da hat man gespürt, denen hat es überhaupt nicht gefallen. What a point to finish this.
men's doubles match. The two Chinese players there, smiles of delight. 运气不太好，都第2轮、第3轮碰到中国队的，所以说，有过一段这样的一个比赛的经历，我觉得还是非常好的，也值得留念。Ich habe da auch wirklich gut gespielt, aber es hat trotzdem nicht gereicht aber es hat Spaß gemacht. China ist ein absoluter Superstar. Ich meine, in China ist Tischtennis die Sportart Nummer 1. Dass da die Anerkennung oder auch die mediale Anerkennung vielleicht in Anführungszeichen nicht größer ist, wundert mich auch ein bisschen, weil er wirklich ja eigentlich so einer der größten Sportler auch in Deutschland der letzten Jahre ist. Von daher bin ich natürlich in der einmaligen Situation, irgendwo ein großer Star zu sein, aber kann natürlich irgendwo auch noch ein relativ normales Leben führen und ich glaube, davon träumen viele Sportler. Ich würde sagen, der bodenständigste Sportler, den ich überhaupt kennengelernt habe.